Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Codes Stil 2. Wir befinden uns immer noch in Legram, werden hier aber nicht mehr lange verweilen, denn... Ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen zurechtrücken, das war nämlich gerade etwas ungünstig platziert. Denn wir sind beim letzten Mal hier mit unserem Rundgang fast fertig geworden. Es gibt nur noch diese 3 NPCs hier, mit denen ich noch nicht gesprochen habe. Und danach geht es schnurstracks zu Captain Tower, um mit der Hauptstory weiterzumachen. Deswegen sagen wir jetzt mal offiziell Tschüss. Tschüss, Klaus. Good morning, everyone. Allow me to extend my congratulations for recovering Thor's military academy. The war situation may be at its most chaotic thus far, but it does finally seem to be moving towards a conclusion. The end may finally be in sight. Please don't give up. We won't. Thank you for your encouragement. Warte mal. If you don't mind, leave everything here in Legram to us. In return, I ask only that you follow your beliefs to the very end. Ja, sollten wir hinkriegen. Ich glaube, daran wird's nicht scheitern. Danke, danke, Klausi. Auf dich ist Verlass. We came to get some work from Mr. Klaus, but he said he doesn't have any today. Oh well. But hey, with all of us together like this, we can't just do nothing. Okay, let's go play then. Yay, I wanna be the Eisenritter. Langweilig, ihr spielt ja immer nur das Gleiche. Trains are coming here again, so it sounds like there's nothing to worry about now. Maybe we should play pretend with our swords. That sounds fun. Also die Ideen scheinen euch auf jeden Fall nicht auszugehen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, almost forgot. I gonna say Sir at the end of everything. Sir. Ja, du hast hier Laura vor dir. Da kannst du dir das im Grunde genommen knicken. Ich glaube, die legt da nicht so Wert drauf. Außerdem wäre Sir dann auch nicht die richtige Ansprache. Looks like there's nothing for us to help out with today. That means we can play. Geil, oder? Geiles Gefühl. So richtig Feierabend-Feeling, nur aus Kinderaugen betrachtet, wenn man so will. Dann lasst uns... Oh, Legram, du bist so wunderschön. Ich möchte mich gar nicht verabschieden. Die Perspektive, die hatten wir beim letzten Mal nicht mal, weil ich nur in die entgegengesetzte Richtung geblickt habe. Ist das der endgültige Abschied? Ich glaube, ja. Es tut mir so leid. Es tut mir leid für mich selber, dass ich das demnächst nicht mehr sehen kann. Ich hoffe, in Teil 3 wird es auch Legram wiedergeben. Aber time to say goodbye. Wir werden jetzt auf die Courageous steigen und von dort aus in das nächste Abenteuer starten. Und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass gleich jegliche Form von Wehmut verflogen sein wird. Wobei, eine Sache fällt mir noch ein. Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe was in den Kommentaren gelesen. Ich arbeite jetzt seit geraumer Zeit schon nicht mehr mit Notizzetteln. Aber ich habe etwas in den Kommentaren gelesen bezüglich einer Hidden Quest. Und das ist jetzt vielleicht meine letzte Chance, da Fuß zu fassen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, habe ich in Trissa den Rundgang schon gemacht? Oder steht der noch aus? Ich glaube, der steht noch aus. Wir sind hier tagsüber noch nicht gewesen. Das erklärt nämlich auch, warum es hier noch eine Hidden Quest gibt, die ich noch nicht gefunden habe, weil ich rede ja immer mit allen. Aber das ist krass, weil ohne den Hinweis hätte ich wahrscheinlich Trissa komplett vergessen. Und damit auch die Mission. Norton, it's good to see you. I headed this way the moment I heard a whisper of a rumor that Trista had been liberated. Man, I wish I could have seen that. But I did manage to get some photographs on of the 4th Division passing by earlier. That's better than nothing. When the big battle does roll around, I'll be on the front lines trying to get some good pictures. So, this might be the last time I ever get to wish you guys good luck. Hopefully Idios is happy with all of us today. Yeah, right back at you. Das ist alles neu. This will be my first time reporting from the front lines like this. I don't mind telling you, I'm pretty nervous about it. Still, I feel like I'm the only one who can go out there and capture the unbiased truth right now, so the risk is worth it. But before I go, maybe I should visit an old colleague of mine. He's supposed to be here right now, and I can imagine his journalistic spirit is flaring up with everything going on. Meinst du Fidelio?
Fidelio war doch der Ziehvater im Club von Rex, oder? Going out to the front line obviously has its fair share of risks, but I have a duty to tell the truth, so I'll pull through. Make sure all of you do too. Good luck. Der erzählt aber viel. Das ist bestimmt seine Abschiedsrede. Die wird jetzt hier bestimmt jeder NPC halten. Okay, warte, dann brauche ich jetzt erstmal einen Schlachtplan. Ich würde das ungern in die Länge ziehen wollen, aber mit jedem will ich auf jeden Fall einmal sprechen. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Das haben wir das ganze Let's Play über gemacht. The 4th Armored Division's forces are deploying beyond this point. It's only a matter of time before the battle begins. As for myself, I will be providing support and ensuring that the townsfolk stay away from the highway. I wish you the best of luck with your part of the operation. Together we can win this war. I'm sure of it. The 4th Armored Division Forces. Aber das kommt mir wiederum so bekannt vor, dass er das schon mal gesagt hatte. Also raus komme ich dann nicht. We have our own things to do. We should leave tackling the Alliance head on to the Imperial Army. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber in Radio Trista, also hier in dem Gebäude, ich weiß, ich gehe gerade völlig anders vor als normalerweise beim Ablaufen. Das ist aber neu. Als wir das letzte Mal hier waren, da stand er in der Kabine. Da konnten wir nur durch die Tür mit ihm sprechen. Guck mal, Ausrufezeichen. Es ist also doch neu. Das ist der Beweis, der endgültige. It's you guys! Oh ho ho, you have the best timing! You're here to do an interview with us, right? Tell me, kids, how do you feel about the battle today? Wait, can we do this live? Let's ease down a little, Michael. It's great to see you again, but I don't think any of us are here for an interview. Right, sorry, I got kinda carried away there. Thing is, we're planning on broadcasting today's battle live, so I'm just a tad bit tense right now. Especially since I just sent out the guys who will be doing the broadcasting. So I've heard. Are you sure you're going to be okay doing all this? This is shaping up to be the war's most dangerous battle to date. I just hope the crew out there won't be hurt. You think I don't know that? They'll be fine. I've told them to get out of there if things start getting ugly. Ja, das sagt man immer, aber man weiß ja, wie es dann in der Praxis läuft. But we want our listeners to know that the battle's happening and just what that means to this nation. Under the Alliance's broadcast restrictions, we were forced to distort the truth night after night. But bet that's got a lot of people thinking the Alliance is in the right. That's our fault, and we've got to fix all that. This is our chance to use our powers for good, to try and make people realize the truth that we've been covering up. Who knows, today's broadcast might even be able to turn the tide of this war. Und genau deswegen ist dieses Gebäude hier gerade in akutester Gefahr, würde ich sagen. Habe ich beim letzten Mal schon erwähnt oder beim vorletzten Mal. So we've got to do this, if nothing else than to atone for lying to our listeners all this time. You've really put a lot of thought into this, Michael. Well, you kids can't be the only ones going out there and risking their necks, right? We've got to put in some work too. I'm gonna make this broadcast a success. If it kills me, so you damn well better do the same with this operation of yours. You bet we will. I'm guessing the guys I sent out are almost in Heimdall by now. This whole thing still got me nervous, but this could be our chance to really change this war. So damn it, I'm gonna make this a success. You better go out there and put your all into what you've gotta do too. Ja, sowieso. Aber wenn wir das von 2 Fronten angehen, dann kann ja fast nichts mehr schief gehen. Aber ich würde hier trotzdem irgendwie, keine Ahnung, Wachschutz hinstellen oder die Tür besonders absichern oder keine Ahnung, was man da so machen kann. The director is planning to broadcast that big battle live from Heimdall, completely unedited. Does he have the army's permission for this? Of course he doesn't. I've warned him that we could lose our broadcasting license for this, but he doesn't care. Hehe, oh well, it's the gamble of the century, so we might as well take it. Okay, sie geht da scheinbar sehr entspannt damit um. This will be the radio station's biggest gamble ever, but there's no turning back now. Hehe, now that I've resigned myself to fate, time to give the audience the greatest broadcast they've ever heard. Ich weiß nicht, ob das das Greateste sein wird, wenn da draußen Krieg ist. Ich meine, es ist schön, dass man den Leuten ermöglicht, es live mitzuverfolgen. Also, wenn man das überhaupt schön nennen kann. Aber
Ich weiß nicht, hat halt trotzdem so ein Geschmäckle, ne? Die tun hier gerade, als würden die irgendwie ein Festival oder sowas live übertragen. Ich weiß ja nicht, aber gut. So, dann mache ich jetzt mit den Leuten hier draußen weiter. Hallo Melinda, das ist doch die eine Shopping-Tante, ne, die normalerweise mit der Jüngeren immer shoppen geht. I'm planning on evacuating to the church personally. I'm sure I'll be safe there no matter what happens in Heimdall. But I hope the goddess watches over both of us. I hope we'll be able to talk to each other again soon. As do I. I'm planning on evacuating to the church personally. Heimdall soon, as do I. Okay, habt ihr beide den gleichen Plan? There's still some time before noon, but I think it's time I start evacuating. Better safe than sorry, I always say. With what's at stake today, you really can't be too cautious. That goes for you too. Please try not to do anything too rash. Weißt du eigentlich, was wir heute Mittag vorhaben? Wir sind mittendrin. Keeping yourself safe should always be your top priority if you ask me. How did you think I've lived so long? So, wherever you find yourself today, do take care of yourselves. Ja, aber wenn alle nur darauf Acht geben würden, ihren eigenen Hintern zu retten, dann würde es halt niemanden mehr geben, der an vorderster Front in so einer Situation kämpft, ne? Und ein bisschen Restrisiko hast du dann halt immer. Flowers endure the cold winters in order to bloom even more beautifully in spring. The longer it takes, the more beautiful the flowers eventually become when they finally bloom too. So you have to come back to us safe. I wouldn't want you to miss them. Ja, ich auch nicht. All of Trista wants you back soon. Ja, irgendwie wollen die uns alle zurückhaben. Und wenn wir dann zurückkommen, dann haben wir wieder Stress, weil wir uns nicht entscheiden können, in welcher Reihenfolge wir touren werden. Am besten wäre es, wenn wir uns aufsplitten. Reen sollte nach Ymir zu seinen Eltern, Alisa sollte nach Rue zu ihrer Mutti und so weiter und so fort. Bereahard war... Nee, warte mal, Elliot? Elliot war da am Wasser in dem Haus. Das war nicht Bereahard, das war... Da waren wir hier in Teil 2 nicht. Das war aus Teil 1. War das nicht auch Heimdall? Der muss ja aus Heimdall sein. Das ist ja die einzige Stadt, die es in 1 gab und hier in 2 nicht. What, you want something? Well, unless you want to get shut inside, you better get out. I'm about to close for the day. The Alliance ain't fooling around today. It's gonna get real messy real fast. That's what I was afraid of. Yeah, something big went down on the Western Front last night from the sounds of things. Things are happening, alright. You're gonna want to watch your backs. Das macht nicht gerade optimistisch, was er hier sagt. I've let the people here know that we might have to flee the town if it comes down to it. But no matter what happens, we'll get by. And you better too. You're not strong enough to get involved in the real war, but you can do your part, alright? Alright, das ist gar nicht als Frage gemeint, so wie der das immer formuliert. Down to it. Alright, okay. So. Haben wir hier das letzte Mal irgendwie Bedarf zu handeln? Sicherlich, an der einen oder anderen Stelle kann ich noch optimieren. Nur, ich glaube, dass ich das mit dem jetzigen Setup irgendwie schaffen kann. Ich wüsste zumindest nicht, wo genau ich jetzt ansetzen soll. So, hiervon haben wir noch genug. Ich könnte natürlich ein bisschen Kochvorbereitungen noch treffen. Warte mal, das können wir ja eigentlich relativ schnell machen, weil ich kann die Anzahl, die kann ich ja hier angeben. Dieser Mixed Grill. Oh, wobei, irgendwann hatte ich hier eine Kochsession scheinbar schon. Stärke, Defensive, Speed, alles 25. Aber hatte ich nicht auch was eine 50 mitbringt? Hier. Danach habe ich gesucht. Was brauche ich? Oh, da sind aber einige 20er mit dabei. Warte mal, Laura ist die Queen of Cooking hier. Aber der Sincere Beef Rice, der ist gar nicht so viel besser. Stärke, Defensive will ich gerne, also Special Curry. Das heißt, das könnte dann Sarah zum Beispiel zubereiten. Ich glaube, ich mache das einfach mal. 5 Stück? 10 Stück? Ich meine, ich werde das wahrscheinlich alles hier nie wieder brauchen, was ich hier habe. Notfalls können wir ja ein bisschen nachkaufen. Ich meine, das eine oder andere an Kleingeld habe ich noch über. Und, okay, Spicy ist ja auch mit dabei. Ja, genau. Nee, das ist doch von der Verteilung her ganz gut. Weil selbst Spicy könnte mir vielleicht nützen, wenn ich nicht so viel Heilung brauche. Wobei das auch 2 Runden mehr sind bei der Premium-Ausführung, ne? Das ist auch nicht zu unterschätzen. Gerade in den kritischen Kämpfen, wo jede Runde zählt, kann das schon einen Unterschied machen.
So, hier ist die harmonischste Familie, die es jemals in einem Videospiel gab. Guten Tag. Our family is going to take shelter in the church. The battle will be pretty far from town, but we'll still be able to hear it raging. So I'd rather have my family in the safest, most reassuring place possible. You kids should be careful too. I know you're helping the military, but you're still just students. Du siehst aber auch nicht viel älter aus. Guck mal, der sieht doch aus, als wäre der 4 Jahre jünger als Laura. But when you all come back safe and sound, you can tell us all about it. Ja, mal gucken. Wir machen dann erstmal so eine Tour. Und dafür nehmen wir dann Eintrittspreise am besten. Gleich mal Marketing hier aufsetzen. Und ja, dann touren wir durch die Städte. Und jeder, der unsere Storys hören will, der muss dafür blechen. Somit kriegen wir wieder Geld in unsere leere Kasse gespült. Okay, you're all changed now. You haven't forgotten anything, have you? No. Oh. You should make sure that all of you are fully prepared too, promise? We'd be very upset if anything were to happen to our dearest neighbors. Ja, wenn das schon passiert ist, dann kannst du es halt auch nicht mehr ändern, ne? Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Hannah wegen irgendwas upset ist. We've taken shelter at the church before, so it should all be okay. I'm still kinda scared though. I heard some people say that this is gonna be an even bigger battle than usual. Mom and Dad seem kinda nervous about what's gonna happen, but that means I'm gonna be brave enough for all 3 of us. Oh Gott. Die Familie, die ist schon so ein bisschen Zucker, ne? Die ist schon so ein bisschen Diabetesgefahr, ganz akut. Aber ich hoffe mal, dass die Leute hier verschont bleiben. Genauso wie ich das auch für alle anderen Leute hoffe. We'll be back here soon, for sure. Oh mein Gott, als wir das letzte Mal hier waren. Da hat wenige Minuten später Laura und Reen haben einander die Liebe gestanden. Es war ein Magic Moment. Auch ein bisschen kitschig und so, aber auch irgendwie magisch. Brandon, guten Tag. So, dein Shop hat noch eröffnet, das ist schön. Ob wir den brauchen? Vermutlich eher nicht. Ich könnte jetzt natürlich noch nachkaufen, was ich gerade verkocht habe, aber vielleicht brauche ich das Geld dann doch irgendwann nochmal für den allerletzten Händler, der hier aus dem Nichts nochmal auftauchen könnte. I don't know. The Academy just told us we need to be really on guard for the battle happening in Heimdall. We're even gonna flee Trista if things start getting too hairy. So don't you worry about us. We can take care of ourselves. You just go and do whatever it is you gotta do. Academy just told us we Trista gonna do. Okay, danke Brandon. Oh, Dad, it's still outside, isn't it? Oh no, what are we gonna do if it gets damaged by the battle? Also ganz ehrlich, wenn die Kampfauswirkungen bis hierhin gelangen, dann habt ihr, glaube ich, andere Probleme als kaputtes Equipment. Dad, the battle won't start for a while and it's in Heimdall. We've got tons of time to bring everything in. Every time anything happens remotely close to us, he starts freaking out like this. But I can't really blame him after seeing all those tanks go by. It's got me a little scared too. Also ich verstehe seine Unruhe, ehrlich gesagt, und ich bin gerade erstaunt, dass sie das so nüchtern rational betrachten kann. Also gebührt auch irgendwie ein gewisser Respekt dieser Haltung gegenüber. So, was machst du? Auch letzte Vorbereitung treffen wahrscheinlich. Können wir bei dir noch irgendwas Sinnvolles kaufen? Ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Do you need anything from us? We won't be open for much longer, but if I can help you, please let me know. I can't provide you with much support, but I'm happy to do what little I can. Only a few more hours. Please make sure you're ready for whatever you might face today. Ja, wir sind schon ganztägig am Meditieren, seit wir wach sind. Aber der Tag ist heute auch schon so lang. Wir sind ja einmal quasi komplett durchs Land gereist, haben mit allen gesprochen. Eigentlich könnten wir uns jetzt schon wieder schlafen legen, oder? Oh ja, die Leute einfach ihre Kondition manchmal nehmen. Wahnsinn. Aber gut, wenn der Krieg unmittelbar vor der Tür steht, dann hast du wahrscheinlich auch einen ganz anderen Fokus. Und dann ist an Müdigkeit vermutlich nicht zu denken. I'm helping Dad close the shop, so if there's something you wanna buy, hurry up and do it, okay? I hope Tysa's gonna be okay. She can be pretty clumsy sometimes, so I'm gonna worry about her.
Guess I better go check on her in a bit, huh? We'll be working hard over here, so you guys need to work even harder, deal? And say hi to Rosine for me, okay? Ja, machen wir. Der klingt so erwachsen plötzlich. Kay, was ist denn los? Und um Teise brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich glaube, die hat da drüben alles ganz gut im Griff. So. Hier vielleicht noch irgendeine Null? Nee. Habe ich jetzt alle Bücher des Spiels schon erworben? Habe ich was ausgelassen? I don't know. The merchants of Trista have agreed that we all need to close up shop before the battle begins. So that's what we're gonna do. Don't you worry about us though, we'll be just fine. You've saved everyone here in Trista, so go out and do the same for the people of the capital. Yes, I've got a lot of friends over in the capital, so I'm a little worried about how all this is going to pan out. So I'll be praying for your success and hoping for the best. Ja, mehr kannst du vermutlich auch nicht tun, aber unser Dank sei dir gewiss. Ihr bitte auch vorsichtig sein. Also hier wird... Eigentlich müsste man hier so ein Riesenradio auf dem Platz installieren oder in der Kirche. Und das dann einfach für alle laut aufdrehen. Weil das ja eh jeder live mitverfolgen wird, ne? Ist ja klar. So, guck mal, der André. Da trinkt er einfach ein Bierchen und spielt nicht auf seinem Instrument. So kennt man den ja gar nicht. What fortunate town longs to feel the gentle caress of my presence and hear my words of love next, I wonder. Hey, a traveling performer does not choose his destinations. They call to him like the voice of a siren. And if I open my ears, I think I hear a city of 800,000 people calling my name. But whether I make it is up to you. Okay. Like birds seeking a new tree to build a nest upon, I'm always listening for the call of the next place to build my own. But whether or not I can do so is in the hands of you, gentle souls. Okay, also er geht davon aus, dass er den nächsten übernatürlichen Ruf dann aus Heimdall vernimmt, oder was? Darauf spielt er jetzt offensichtlich an. Oh, guck mal, der Schmidt auch in der Bar. Aber der trinkt kein Bier, sondern brav seinen Tee. I didn't expect you'd still be in Trista, Professor. Think of it as a period of reflection on my first large-scale project in some time. Nothing more than that. Zimur ore proved to be a real challenge to work with, but I found the experience valuable all the same. That's true. That blade never would have been completed without you. Once this is all over, we'll be sure to come visit and thank you properly for all of this. And I'd like to thank you for all you've done for my grandfather. I don't want your thanks. And on the topic of that doddering old fool, I'd like you to give him a message for me. Tell him to stop pretending to be some sort of hermit or whatever he says he is and do his damn job for once. Roger? I don't care about how you use the finished product or even what happens to this nation because of it. All I want from you is data on its usage. Good data. Modesty and empathy are not this man's strong suits. As sexy as the whole middle-aged craftsman thing can be, I think I'll take a hard pass on this one. Besser ist. Besser ist, Sarah. I'll be going back to the Institute before long. I can't pretend to care about the battles you're running off to fight, but do try and collect some useful data for me. It should be a great boon to my future research. Ist das jetzt eventuell ein Hinweis dahingehend, dass wir Gwyn nochmal aufsuchen sollen? Ich überlege gerade, wo wir Gwyn das letzte Mal gesehen haben. Der war auf jeden Fall nicht am Lake Lacrima. War der auch im Settlement, da wo die alle umgezogen sind? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, warte mal. Hiervon habe ich nur 2. Warum? Ich glaube, das muss ich einmal auf 3 erhöhen. Sonst meckert der innere Monk. Aber so können wir es dann stehen lassen. More tanks than I've ever seen in my life just passed by us. That was my first time seeing the famous 4th Armored Division up close, and honestly, it sent a chill down my spine. Especially when you think that they're going to be doing battle against another army that's just as big. I'm really thinking it would be a good idea to close up shop early today. Which will be kinda tough if I've still got customers milling around, but hopefully I can get them out of here in time.
Ich muss sagen, bei den beiden Gästen bin ich mir nicht so ganz sicher. Also den André wirst du wahrscheinlich eher noch verscheucht kriegen, aber der hier, den juckt ja irgendwie gefühlt gar nichts, den Professor. Ich weiß nicht, der wird vielleicht einen Aufstand machen, wenn er hier weiter seinen Tee trinken will. Keine Ahnung, du machst das schon. Der arbeitet ja nicht erst seit gestern mit Kunden zusammen. Insofern sollte er die Leute am besten einschätzen können. Ich glaube, bevor ich die Akademie aufsuche, werde ich einmal... Nee, ich mache das mal schnell jetzt. Also ich gehe mal Gwyn eben suchen. So, ich habe ihn. Er sitzt hier im Zelt des Ältesten. Und gucken wir mal, ob er irgendwas Neues zu sagen hat. Nee. Ich glaube nicht. Sei denn, es verändert sich jetzt hier gleich irgendwas und Laura teilt ihm was mit. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Also hier dachte ich wirklich fast, dass irgendwas passiert, weil die Kamera so komisch zusammenfuhr. Wisst ihr, was ich meine? Das Spiel signalisiert dir ja visuell immer so ein bisschen, wenn jetzt irgendwie eine Schlüsselszene oder sowas kommt oder irgendwas Neues passiert. Und ja, deswegen hatte ich hier Hoffnung, dass das eventuell was bringen könnte. So, warte mal, ich bin schon wieder... Ach, hier ist Trista. Bin schon wieder zu blöd, meinen Zielort zu finden, aber gefunden ist gefunden. So, dann können wir jetzt hier nämlich weitermachen, ohne dass ich mir das irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Die Frage ist, kommen wir jetzt in die Student Dorms rein? Oh, Kenneth ist gar nicht hier. Hello. I started copying Kenny to see if I can catch fish too. I've only caught little ones so far, but it's really fun. I have to show him what I've caught when he comes back. Ja. I'm sure he'll be back soon. I just know he will. Then I'll show him all the fishies I've caught. Der wird bestimmt ganz stolz auf dich sein. Ich will jetzt nicht so die Überfürsorgliche raushängen lassen, aber wenn ich so dran denke, was hier für Fisch rumschwimmt, was wir hier schon rausgeholt haben, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass der nächste dicke Fisch sie einfach, mit nach unten reißen könnte, also ins Wasser. Achso, das hier sind ja noch gar nicht die Student Dorms, aber ich wette, die sind weiterhin verschlossen, so wie beim letzten Besuch. It sounds as though this battle will be the most dangerous one to date, so it makes sense to prepare for the worst. That goes for you too. If you think you need one of something, take two. You've still got bright futures ahead of you, so don't even think about throwing your lives away over a lack of preparation. Das stimmt. Emil, have you told Annie to get ready? Not yet. Give me just a minute. Okay, also hier scheint ja wieder Harmonie eingekehrt zu sein. Ist der Papa auch zu Hause? Has Annie gone out again? What has gotten into her lately? I'll have to go and drag her back inside before the battle begins at least. Aber war sie nicht schon immer so? Dad, have you seen Annie anywhere? She was near the front door earlier. Ist sie immer noch. Eigentlich kannst du das Fenster aufmachen und rausrufen. I knew it. What's she doing out there? Geh doch gucken. Dad, have you seen? Also der Vater ist auf jeden Fall zu Hause. Darüber hat sich die Frage nämlich schon mal beantwortet. Das heißt, er ist oben. Oder? Hä? Nee. Wo ist denn der? Ach, da steht der hier ganz hinten im hintersten Eck und bestaunt das Bild. Oder was machst du da? We're preparing for the possibility that we have to evacuate. It's just a precaution, of course. There's no need to worry about the people of Trista, though. We've done this before and we stick together when times are tough. No need to worry about emergency food supplies, Melissa. I took some over last time. I know, don't worry. Mir fällt gerade ein, wäre es nicht sinnvoller, die Leute in Richtung Auditorium zu evakuieren? Wie das in Teil 1 auch der Fall gewesen ist. Da ist doch deutlich mehr Platz als in der Kirche, oder? Oder schätze ich die Größenverhältnisse falsch ein? Aber vielleicht ist der symbolische Wert der Kirche, vielleicht spielt der hier auch eine Rolle. Keine Ahnung. Geh mal gucken, was hier so abgeht. Noch ist hier nicht so viel los, aber das wird sich im Laufe des Tages füllen. Hey Dolly, I come to the church whenever there's a battle nearby. It's just safer that way. Wenn das auch unsere Devise wäre, dann müssten wir ja alle 2 Minuten in die Kirche rennen. It helps that Micht always lets us know in advance when one's brewing too. I really don't know where he gets all of his information from, but I can't imagine where we'd be without him.
Oh, Aidios, please protect the people of Trista. Aidios hieß es, ne? Ich wollte mir das ja irgendwie umgewöhnen. And please give your blessing to the children of Dawes as they go out and face the great danger that awaits them. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze hier ausgehen wird. Whenever a battle starts brewing, I make sure to come here and pray. I feel so much calmer than I would at home just by virtue of feeling that much closer to the goddess. Oh, Aidios, Aidios, oh, Drycuts, a Lionheart, I beg the both of you, please keep this town safe from harm. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass am Ende explizit Trista hier im Fokus sein wird, obwohl das ja so der Dreh- und Angelpunkt ist. Aber Trista war halt schon Zielschauplatz am Ende von Teil 1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier nochmal darauf hinausläuft, aber We will always be here whenever the people of this town need our aid, no matter what happens. So let us all pray to the goddess that she might heal the sadness of this world. We will always be here whenever the people... Wann kommt denn jetzt eigentlich die Sidequest? Kommt hier in der Academy oder... Oh, hier verschiebt sich jetzt wieder irgendwas. Hier vielleicht, das wäre jetzt ein lustiger Zufall. The battle in Heimdall is scheduled to begin soon, is it not? I hope he doesn't wind up in the middle of it. Is something wrong, Father? Ey, das klingt aber nach Sidequest. Also wirklich jetzt. Oh, hello. I hate to put anything more onto your young shoulders, but you may be able to help. Would you lend me your aid? I don't mean to pressure you, of course. I imagine your mind is already occupied with more pressing matters. Ja, hau raus. Sure, we're free until noon for obvious reasons. What do you need? Thank you so much. My request concerns a fellow clergyman. A traveling priest who visited us this morning, actually. Priests travel. Some of them, they're sent to places without churches to fulfill various religious duties there. That's right. Ever since the war began, the church has been dispatching even more of them across Erebonia. It's our duty to support people in need, and traveling priests can do so in areas those like myself cannot. This priest, however, only made the briefest of stops here, saying he wanted to learn more about the state of the country. He left already? That is rather worrisome. There's no telling what the fallout of the battle in Heimdall could lead to. The fact that he was an elderly gentleman only serves to compound my concern too. If you could, would you mind checking to see whether or not he arrived safely at his destination? I think we can do that. It would be nearly impossible to do in time if we had to use the trains, but it should be doable with the courageous. Agreed. Let's see if we can't get any updates on this old man's safety. So, now that that's settled, where exactly did he go, Father? Danke. Ich dachte, die Frage wird hier gar nicht mehr gestellt. He said he was bound for the church in Celtic. He sounded very upset about what had happened there. I can only imagine he wanted to see the damage for himself. Understood. Okay, gang. Okay, gang. Ooh, next stop Celtic. Thank you for doing this for me. I very much appreciate it. Wir sind zwar unmittelbar davor, irgendwie in den Krieg einzusteigen, aber man kann ja noch mal eben kurz einmal quer durch die Weltgeschichte reisen. Gar kein Thema. Absentee Father started. Aber ey, ich habe noch eine Sidequest. Das heißt, die Trophäe ist vielleicht noch nicht verkackt. Ich kann wieder hoffen. Hello, I'm starting to worry about the traveling priest who stopped by earlier. I tried to stop him from traveling to Celtic, but he insisted that he would be fine. What if his confidence was misplaced though? I hope that all of my fretting is for nothing, but I don't know if I'll be able to relax until I know if he arrived safely. If you wouldn't mind finding that out for me, I would be incredibly grateful. Ja, sollte irgendwie hinhauen, denke ich mal. Aber mich überrascht, dass wir in Celtic ja schon gewesen sind. Vielleicht haben wir sogar auch schon mit dem gesprochen. Und ich habe es nur nicht mitbekommen. Oder der ist jetzt erst gespawnt, nachdem wir die Mission hier angenommen haben. Ist natürlich alles irgendwie möglich und denkbar. So, ich gucke jetzt nur noch mal, ob ich in dem Areal mit weiteren Leuten sprechen kann. Ja, hier kommen wir nicht rein, so wie schon gedacht. Weil wenn wir in unsere Dorms nicht reinkommen,
Warum sollten wir hier reinkommen? Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Analogie aus dem ersten Teil. I hear you have quite the ordeal ahead of you today. Ja, wir müssen einen Priester suchen gehen. All I can do is wish you luck, but now that I'll be waiting here for your return, please come back safe, everyone. Dankeschön, Lotte. I leave the upper class students in your care for now. Please come back safe, everyone. Ja, wird schon. Ich meine, die haben wahrscheinlich ja auch alles zu, weil ja nahezu alle Studenten sich bei uns jetzt auf dem Schiff auch befinden. Eigentlich müsste jetzt hier auch tote Hose sein. Aber man kommt aufs Gelände noch rauf. Das ist interessant. Okay, jetzt bin ich ein bisschen irritiert wegen der Reihenfolge. Aber eigentlich würde ich schon ganz gerne die Sidequest heute abschließen. Ich spreche jetzt mal mit ihm noch. Be sure that every single one of you comes back here safely. I'll be here making sure the academy is in tip-top condition for when you do. Danke. Be sure that every single one of you comes back here safely. Okay, du bist der Einzige, der hier draußen steht, ne? Ich würde jetzt nur einmal noch die Old Schoolhouse Area abchecken. Da ist auch nichts weiter. Da reinkommen werden wir vermutlich auch nicht. Nee, wäre komisch gewesen, aber man kann ja mal gucken. So, dann würde ich sagen, bevor wir uns die Gebäude jetzt ja alle nach und nach geben, will ich erstmal schauen, wie umfangreich die Mission jetzt ist, weil eigentlich klingt das nicht allzu aufwendig, da jetzt nach dem zu suchen. Der müsste ja auch eingezeichnet sein. Ne? Der Auftraggeber war es ja gerade eben auch. Okay, in der Kirche, da habe ich das Symbol schon gesehen, das war auch irgendwie klar. Aber da waren wir, wie gesagt, schon. Das war nicht Bernhard. Der Bernhard, der war in Ymir, glaube ich. Das hier ist der Zirbel. Hast du was mit dem zu tun, den wir suchen? Excuse me, Father, but could I ask you a question? Has a traveling priest visited this church recently? He did, indeed. In fact, he even made it a point to visit everyone affected by the assault. The fact that a priest from the holy city of Eteria came all that way to visit was rather motivating for all of us. I see. In retrospect, there was probably no need to be worried when he was only a quick train ride away. I don't see him here, though. Well, he mentioned that he wanted to see more of the war's impact on the country firsthand. I imagine he's probably heading for his next destination by now. Really? That's somewhat worrisome. I can't imagine the trains will be running as scheduled with a battle for Heimdall beginning at noon. Well, let's keep our fingers crossed. Did he tell you where he was going, Father? I'd like to go check up on him if I can. I believe his next destination was Berea Cathedral. That's just one stop away. If we leave now, we might be able to catch up to him. Yeah. Oh, das klingt sehr, als wäre das so eine Mission, wo du einmal nochmal quer durch alle Städte touren darfst. The traveling priest truly was a magnificent fellow. His words served to encourage every last one of us. I tried to convince him to stay a while longer, but to no avail. It seems the war weighs too heavily upon him. He mentioned that Berea Cathedral would be his next destination, but I do find myself worried for him with the state the train schedules are in today. Traveling Priest, Magnificent Fellow. Okay. Ich glaube, ich kürze mal diese ganzen Trips, vor allen Dingen, wenn das jetzt mehrere werden, immer so ein bisschen ab. Also für euch jetzt, damit wir dann vielleicht am Ende noch den restlichen Bereich von Trista schaffen. Aber das steht und fällt natürlich mit der Frage, wie umfangreich das jetzt hier noch ist. Ob wir vielleicht sogar kämpfen müssen am Ende? Ich glaube es nicht, aber mal sehen. I don't see anyone here who would fit the bill of traveling priest, but let's ask just to be sure. Excuse me, did a traveling priest happen to stop by here recently? He certainly did. He wasted no time in asking for details about the Kreuzen province's current state too. So he arrived safely, thank goodness. Did you have some business with him, perchance? I'm not particularly fond of his kind. They have far too much leeway. Leeway? Was ist Leeway? Traveling or not, he is a priest. He is expected to uphold the order of the church and conduct himself as a man of the cloth.
Wasn't expecting that. Sounds like there's no love lost between them. Traveling priests don't appear to behave all that differently from the regular ones, as far as I can tell. Do you know where he is now? He mentioned something about wanting to get a better grasp on the effects of this war. Not again. He left again? I've never known a priest this reckless. He's certainly making his way around quickly. That just makes me all the more suspicious. Would you happen to know where his next destination was? He said he was heading to Legram. Much like here, he wishes to visit the church there. Thank you for the information. The trains will be stopping soon, so we should hurry up and find him. Let's get going then, shall we? Ja, da kommen wir zwar gerade her, aber wir gehen natürlich gerne nochmal zurück. So war das dann wohl doch nicht ein Abschied für immer heute. The priest you're looking for has already left for Legram. I would have liked for him to stay put, but alas, I had little choice in the matter with things the way they currently are. Doesn't sound like the Archbishop is a big fan. We probably shouldn't press him on the subject. Priest you're looking for... Also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass der so unterschiedlich wahrgenommen wird. Der wurde ja in Kerlik total gefeiert und hier eher nicht so. Vielleicht ist das sogar einer, den wir schon kennen. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass wir hier nicht von einer unbekannten Person sprechen. Aber mal gucken. Wenn ja einfach die Musik immer schon anfängt in der Gram, dann bin ich immer schon direkt so zu Hause gefühlt. Innerlich. Hello! Na, welche Stadt fehlt denn noch? Wo ist er jetzt wieder hingedampft, abgedampft? Well, isn't this a surprise? What can I do for you kids? Sorry to bother you, Father, but we have something urgent to ask you. They asked if a traveling priest had visited the church recently. A traveling priest? You mean that old dude who was here just a while ago? Maybe? Man, he was built for an old guy, believe you me. Nice as pie, though. Would have loved to chat with him more if I had the time. Being a traveling priest must be pretty rough right now with everything going on, though. You're telling me? Well, it's good to know he's still alright, at the very least. Not that any of this makes sense. Huh? Is something on your mind? Traveling from Trista to Legram takes 5 hours, even without any breaks. That priest somehow managed to not only get here faster than that, but also make stops at Celtic and Bereahart. How? That's true. Under normal circumstances, he'd just be arriving here now, even if he'd boarded a train early this morning. Father, do you happen to know where he is now? He said he had something to do over in Ruhr Cathedral, actually. Figure he is probably already on his way. Ruhr? But that's more than half a day's travel from here in ideal conditions. That's ridiculous. Is the man even aware of the state the country is in? I feel like an idiot for even suggesting this, but do you think he could have made it there already? It sounds insane, but I want to make sure. Let's get over to Ruhr and check. Cool. Cool? Was ist das für eine Reaktion? Good luck with whatever's going on, I guess. Cool. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. That guy you're looking for seemed all worked up about stuff over in the west. Did say his next stop was Ruhr Cathedral, though. Must be a tough old bastard to be able to wander around the country at a time like this. There's no way he could be there already, could he? Well, only one way to find out. Better get ourselves over to Ruhr. Also entweder der kann sich teleporten oder der hat auch eine Möglichkeit, mit einem Airship von A nach B zu kommen. Also was anderes geht ja nicht. Es sei denn, keine Ahnung, da ist andere Magie am Werk. Vielleicht ist es eine männliche Hexe oder so. Vielleicht haben die noch andere Wege, Kanäle. Hallo Ruhe, hallo Cathedral, so sieht man sich wieder. Ich sehe hier immer noch mal einen zu stehen, und zwar den Altbekannten. Das heißt, das ist noch nicht die letzte Station, oder? Welcome to Ruhr Cathedral. Oh, it's you, Elisa. What can I do for you? Ach, wir müssen noch nach Emir geschickt werden. Emir fehlt noch. Actually, there was something we wanted to ask you. They asked if a traveling priest had passed through the area. Oh, I think I know who you might be referring to. Indeed, a traveling priest did pass this way not too long ago.
Impossible, that doesn't make any sense. Wie sauer der gerade geguckt hat. There has to be some kind of trick to this. Besides, traveling priest or not, I doubt he needs to be on the move this much. Anyway, presuming he's already left. Irgendwie muss ich gerade an Bleu Blanc denken, weil das auch so ein bisschen Rätselcharakter hat, was hier gespielt wird mit uns. You wouldn't happen to know where his next destination was, would you? He mentioned he was headed for the chapel in EMEHR, said there was something he needed to look into. You just missed him, in fact. We did? Well, in that case, with EMEHR being 3 hours away, there's no way he could get there ahead of us, right? We should go check it out, though. After everything we've been through so far, I wouldn't be surprised if he could. Alright, let's set a course for EMEHR. Thank you for your help, Father. Think nothing of it. May the goddess light shine upon you. Dankeschön, aber nicht zu hell. Ich habe lichtempfindliche Augen. The traveling priest set out for the chapel in EMEHR. You didn't leave all that long ago. If you left now, I figure you'd probably be able to catch him. You'd think so, wouldn't you? That traveling priest. Vielleicht ist das auch jemand von der Courageous und wir wissen es nur nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es Toll, der sich mal wieder blicken lässt, aber das würde zu der Altersbeschreibung irgendwie nicht passen. Aber das könnte eventuell die letzte Station hier sein. Und vielleicht wartet hier auch die Antwort. Wobei ich hier schon wieder niemand anderen sehe. Habe ich jetzt irgendeine Stadt noch vergessen? Oder ist der irgendwo draußen in der Wildnis? Is something the matter, Reen? You seem awfully flustered. I have something urgent I need to ask you. Has a traveling priest been here? A traveling priest? Ah, now it all makes sense. What does? Ho ho, you've been chasing after this priest for quite a while, haven't you? Always puzzled why you couldn't catch up to him, right? And now here you are, convinced that you would be able to arrive before him. Oh dear, he arrived here before us, didn't he? That he did, I'm afraid. We were enjoying some tea together not that long ago. We were talking about all of you, in fact. It just so happens that traveling priest is an old friend of mine. He is? That's surprising. Whoever this priest is, he doesn't sound like your average clergyman. Although Father Bernard always did strike me as someone well connected, so if anyone might know him. Regardless, he left a letter in my care. It's addressed to all of you too. Here you are. Thank you. Greetings, students of Class 7. Guck mal, die Farbe, das ist auch die Bleu Blanc Farbe, oder? Hat der uns die Nachrichten nicht auch immer in der Farbe hinterlassen? You have my apologies for not taking the time to speak to you after you've come all this way in pursuit of me. I did very much enjoy our little game, however. While it may not have been able to catch up in the end, that Courageous of yours is quite an impressive ship. I hope you make good use of it in the future. I also hear that you are working to improve the lives of this country's people and better the current situation. An honorable goal, if I may say so. This is an old nation, but change is always possible. With the youngsters like all of you striving to improve it, it may have a bright future indeed. Regardless, I will now be departing for Western Erebonia. These are dangerous times and I have duties as a clergyman to fulfill, and fulfill them I shall. Good luck to all of you in the future, wherever your travels may lead you. Barkhorn, the traveling priest, sagt mir gar nichts. Hä? P.S. While it was not my intention, I seem to have caused a lot of concern to poor Father Paolo. Please do pass on him... please do pass on to him that I'm alive and well. I also seem to have wasted quite a lot of your time. Yeah, by making you pursue me from place to place. It's not much, but please accept the attached as an apology. Hä? A quartz is inside the envelope along with the letter. Dankeschön, aber es ist kein Master Quartz. Seriously? He knew that we were doing the whole time. He knew what we were doing the whole time. I'd say this proves he's no ordinary priest, wouldn't you? Na, vor allen Dingen haben wir immer noch keine Antwort drauf, wie der so schnell von A nach B gekommen ist.
I do remember hearing of one particularly strong old man among the traveling priests of the Septian Church. I wonder if he goes by the name Roaring Lion. Sagt mir nix. Ratter, ratter, ratter. Roaring Lion, noch nie gehört, glaube ich. Still, he managed to outrun us every single time. Was he using a high-speed airship or something? Why would a traveling priest have access to something like that, though? Do they use them in parts of the Septian Church? Come to think of it. I doubt you'd know, but the church is a fairly complex organization with plenty of divisions within it. Ich wette, das ist schon so ein leichtes Anteasern für das, was in den späteren Teilen noch passieren wird. Und die Kirche wird bestimmt noch eine wichtige Rolle einnehmen. Ich wette, das ist so eine kleine Brücke in Richtung Zukunft, storymäßig. The part I was invited to join was an organization called the Congregation for the Sacraments. They're a group full of immensely skilled people who take on some unique missions, to put it mildly. Mild? Keine Ahnung. No, it can't be. Regardless, trust me when I say you needn't worry about him. And if you would, please pass on the news of his well-being to Father Paolo and Trista too. Haha, we will. Ja, da fing halt alles an. Da hat's da wohl an der Tür geläutet. So, bin wieder zurück. The mystery now solved, they all return to Trista in order to pass on the message to Father Paolo. Jetzt konnte ich gar nicht mehr mit dem letzten Priest sprechen. I see. I suppose my worries were all for naught in the end. Wow, that's a relief. I feel terrible about the lengthy... Oh nee, schon wieder dieses Wort I've given you. It really wasn't that bad. It was kind of a learning experience. I never knew there were traveling priests who operated on this guy's level until now. The church must be really worried about this war if they're sending men like him to Erebonia. I should say so, though I can't pretend to have much knowledge about matters higher up in the church. Perhaps they concluded that Erebonia getting any more chaotic could destabilize the whole of Western Zemuria. A risk like that is nothing to celebrate, but I must admit that I find the presence of men like him in this region encouraging. As a fellow man of the cloth, I have a new standard to measure up to, and I hope that the aid I can offer people is on par. We wish you luck in that, Father. Thank you. Take care now. No matter how far away you may be, the thoughts and prayers of all of us who wish for peace will be with you. May the goddess bring you safely back to us soon. I hope so, Father. Coolio. War das jetzt schon mit der Belohnung? Ach, ich bin doch dumm. Ich habe doch schon die Trophäe für alle Master Quarze. Ich habe jetzt eigentlich nur gehofft auf die Trophäe für alle Sidequests, aber... scheinbar ist es noch nicht so weit. Okay, dann bleibt die Frage jetzt weiterhin offen. Kommt noch was in der Zukunft oder habe ich in der Vergangenheit irgendwas ausgelassen? Beides denkbar. When the battle for Heimdall begins, innocent people will be caught in the crossfire. There's every chance of that. As the priest of this church, I will do all I can to keep my townspeople safe, including offering up my prayers for Trista's protection to Aidios. Don't worry, I will of course be praying for all of you too. Please come home to us in good health soon. Ja, when the battle for Heimdall begins, innocent people. Ja, ich glaube, der macht hier einen ganz guten Job. Geht auf jeden Fall sehr verantwortungsvoll mit dem Bevorstehenden sage ich mal. Und ist gut, dass sie den haben. So, warte mal, wir gucken jetzt hier mal, weil draußen stand ja niemand mehr. Beim Old School Haus bin ich gewesen. Wir werden heute nicht mehr alles abfrühstücken können, was sich hier so an Gebäuden befindet. Ich habe heute ganz schön viele Cuts auch reingebaut. Wegen der Post gerade, dann weil ich die Wege da rausgeschnitten habe. Das war aber nicht viel. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher wegen der Zeit. So, aber auf das Feld müssen wir nicht, weil da steht niemand und da ist auch kein Gebäude zum Betreten. Kommen wir hier rein. Ach, guck mal, die sind ja eventuell alle abgeschlossen. Da bin ich jetzt gleich gespannt, ob wir ins Hauptgebäude reinkommen. Das ist dann jetzt das große Highlight fürs Ende, für mich persönlich. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen, ob das geht oder nicht. Aber kommt man hier wirklich nirgendwo rein? Nee. Aber
eigentlich macht das ja auch Sinn. Weil alle sind ja irgendwie bei uns. Wobei hier, ich wollte gerade sagen, hier die Cafeteria-Leute, bei denen würde es am ehesten noch Sinn ergeben, wenn die hier anzutreffen sind, weil die haben wir noch nicht zu uns aufs Schiff geholt. When all of this is over, I want everyone to come back and dine right here. And until that day comes, I work and work to keep refining my skills as a chef. Ja, sehr gut. When all of this is over, I want everyone to come back and dine right here. And until that day comes... Okay, alles klar. Vielleicht irgendwie noch eine Sidequest oder so? Nehme ich gerne mit an. Ich bin gerade gut in Stimmung. Ey, warum habe ich denn davon wieder so wenig? Oh, ich meine, das ist jetzt nicht teuer. Hier kann man mal auf die 3 nach oben gehen. Gut, die 1,5, die tun vielleicht ein bisschen weh, aber was sein muss, muss sein. Oh, you came all the way back just to eat here? Well, aren't you just sweet? Go ahead and order what you like. You can't fight on an empty stomach. Mhm. Ey, wenn Nikolas das wüsste, ne, dass wir hier essen, der wäre ja todestraurig. Außerdem, wie können die hier ihr Geschäft überhaupt noch am Laufen halten, wenn hier alles Studenten quasi gar nicht mehr vor Ort sind, sondern bei uns? Schwierige Kiste, das Ganze. So, Imperial Chronicle brauchen wir nicht nochmal zu lesen, aber sprechen würde ich gerne mit dir. I don't know how well my lineup matches up to what you're used to, but if you see anything you want, go ahead and buy. I can't wait to hear how things went once you get back. I don't know how well my lineup matches. Bye, get back. Okay, so. Nichts Neues von ihm. Alles klar, ihr Lieben. Wir werden beim nächsten Mal mit dem Campus-Rundgang hier weitermachen, beziehungsweise die restlichen Gebäude noch inspizieren, mit den restlichen NPCs hier gegebenenfalls noch sprechen und dann... Ich weiß, ich habe es euch schon mal versprochen, aber dann habe ich mir wirklich vorgenommen, zu Tower zu gehen und mit der Hauptstory weiterzumachen, denn dann habe ich nichts mehr auf dem Zettel, was ich darüber hinaus noch tun könnte. Insofern, lasst uns positiv bleiben. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!